Hey, heute geht es mal um das Thema du bist, der du denkst zu sein, beziehungsweise der du glaubst zu sein. Und damit verbunden, also das ist ja so eine spirituelle Fragestellung und Problemstellung. Und damit einher geht ja auch die Frage, wenn das nur daran liegt, was du glaubst, ähm, bist du dann auch derjenige, der du sein möchtest? Du kannst ja einfach was anderes ausdenken und dann glaubst du eben ein anderer zu sein. Ähm, also hier sind natürlich zwei, drei Probleme. Also erstens mal sehen wir genau schon an diesem Punkt, dass es nicht so einfach ist, etwas zu glauben. So wie das Wort uns suggeriert. Glauben klingt ja wie etwas, das unsicher sei und im Gegensatz zu Wissen etwas ganz Vages und nicht weiter Bestimmbares. Aber aus der Sicht des Spiritualismus wird es viel klarer, die Dinge sind sowieso nie etwas anderes als das, was wir glauben, in ihnen zu sehen. Und das ist direkt ihr Schöpfungsprozess. Warum ist es also dann uns so unwahrscheinlich, dass das stimmen könnte, dass die Dinge immer das sind, was wir glauben? Sie müssen doch einen objektiven Kern haben. Das ist ja der Sinn der materialistischen Weltanschauung. Aber ich will heute mal nicht vom Spiritualismus her, der das alles viel, viel klarer macht, aber vom Spirituellen her. Wie kann man das also handhaben? Ihr kennt ja vielleicht aus dem spirituellen Bereich das Gesetz der Anziehung und ihr wisst möglicherweise, dass das Gesetz der Anziehung so funktioniert, dass du idealerweise die Eigenschaften annimmst, die du gerne an dir sehen möchtest. Also wenn du zum Beispiel ein sehr fleißiger, reicher Typ sein möchtest, dann musst du laut diesem Gesetz der Anziehung an die Dinge glauben, die damit verbunden sind und die notwendigerweise damit einhergehen. Also das heißt jetzt nicht, dass du ins Autohaus gehen musst und dir einen Ferrari kaufen musst oder irgendwie finanzieren musst oder so auf Biegen und Brechen, sondern dass du die kleinen und feinen Verhaltensweisen eines Menschen annimmst, der diese guten Eigenschaften, die du sehen willst, hat. Und auf diese Art und Weise wirst du zu so etwas. Ähm, Ich hatte ja schon mal neulich davon gesprochen, dass du sieh dich als jemand, der eine statistische Größe ist, also und dessen ganzes Wesen und Sein davon abhängt, dass er bestimmte Sachen immer wieder macht. Es geht also nicht darum, dass jemand mal ausnahmsweise einen Tag lang in einem Ferrari fährt oder dass jemand an einem Tag mal freundlich ist und die ganze andere Zeit ist er sehr unfreundlich zu den Leuten, sondern wenn man eine bestimmte Person sein will oder zu einer solchen Person werden will, dann müssen diese Verhaltensweisen, die man dazu braucht, konsistent sein und immer wieder auftreten. Warum ist das so wichtig? Ich hatte beim letzten Mal von einer Welt der Spiegel gesprochen und ähm, die und davon, dass die Menschen nicht nur das sind, was sie selber von sich glauben zu sein, sondern die Menschen sind im Grunde die Summe der Gedanken der Natur und anderer Leute über sich. Dieser Gedanke erscheint uns völlig fremd. Warum sollte das, was andere Leute über uns denken, für uns wichtig sein? Weil in dieser Welt der Spiegel, wie ich es immer nenne, die Menschen das zigtausendfach gespiegelt bekommen, was sie selber ausstrahlen und was sie selber sagen zu sein. Wenn du dich beispielsweise vorstellst als Herr XY, dann werden deine dich spiegelnden Mitbewohner dieser Welt dich dann auch genau mit diesem Namen ansprechen. Wenn du sagst, du hast den und den Beruf, dann werden sie dich genauso sehen als jemand mit diesem Beruf. Das ist ja manchmal dann die verblüffende Fertigkeit von Hochstaplern, dass die einfach sagen, ich bin jemand ganz anders erstens und zweitens viel reicher und schlauer, als er es vielleicht ist normalerweise. Und
Die verblüffende Reaktion der Leute um ihn herum ist dann, dass sie genau das annehmen und genau so handeln und ihn genau so behandeln. Ähm, Ich sage jetzt ganz ohne Lustigkeit oder Zynismus. Beispielsweise ist ja auch der Insasse einer Nervenheilanstalt, der zum Beispiel glaubt, er sei der König von China, jemand, der diese Realität einfach hat. Und nun ist natürlich für die Mitmenschen das überzogen und einfach nicht glaubhaft, dass jemand sagt, er ist der König von China, zumal es, glaube ich, gar keinen König mehr dort gibt und so. Aber im Prinzip ist das genau dasselbe. Jemand hat eine bestimmte Realität, die für ihn völlig funktional ist und die alle Anzeichen der Realität für ihn hat. So gibt es also auch keinerlei Grund für ihn daran zu zweifeln. Und es ist nicht zuletzt in Nervenheilanstalten so, dass man die Leute dann mit ihrem Glauben in Ruhe lässt. Man sagt nicht, du bist nicht der König von China oder so, sondern man lässt die gewähren, um ihre geistige, wie soll man sagen, Integrität nicht zu gefährden, soweit ich das weiß. Aber natürlich, wenn jemand der König von China ist, dann ist es gut für ihn, wenn er wenn er solch ein königliches Gebaren an den Tag legt, dass seine Umgebung ihn so beobachten kann, dass man sagt, ja, das ist ein König von China und es könnte ja sein, dass in einer überzeugenden Situation das dann dazu führt, dass man ihn tatsächlich dafür hält. In weit weniger von dem weit weniger abweichenden Situationen, von dem, was man die normale Realität nennt, wird man vielleicht nicht sagen, man sei der König von China, sondern man wird, wenn man diesem Gesetz der Anziehung folgt, sich solche Eigenschaften zulegen wollen, die geeignet sind, dich in diese Welt hineinzuziehen. Vielleicht Eigenschaften der Großzügigkeit, vielleicht Eigenschaften, dass du in anderen Kategorien denkst als Kleinkariertheit, vielleicht indem du anders über die Dinge nachdenkst, größere Würfe versuchst zu machen, indem du denkst, vielleicht wie ein Unternehmer, der selber wenig Zeit hat und dann auch gewillt ist zu delegieren. Jedenfalls, es ist immer so, dass du auf jeden Fall der denkst, der du glaubst zu sein. Nochmal zum Glauben. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass es durchaus nicht leicht ist, etwas zu glauben. Nicht umsonst begeben sich Menschen für manchmal viele Jahre in ein Kloster, um dort um den Glauben zu bitten. Den Glauben an Gott, den Glauben an eine höhere Macht beispielsweise und die dann Gott dafür danken, dass sie den Glauben erlangen konnten, wenn es dann soweit ist. Glauben zu erlangen in einem ganz anderen, allgemeineren Sinn ist also im Prinzip ja auch möglich. Ich hatte das gerade gesagt, wenn du glaubst, du möchtest jemand anders sein, als du bist, dann ist der Weg einfach der, dass du schrittweise deine Eigenschaften änderst, sodass du zu dem wirst, was du meinst zu sein. Und ihr wisst es wahrscheinlich aus dem Gesetz der Anziehung. Da geht es darum, dass man also Bilder verinnerlicht, dass man eine ganze Welt sich entwirft, die man bewohnen möchte. Und in diesem Fall wirst du nach und nach dort hineingezogen, indem du anderen spiegelst, wie du derjenige bist, der du wünschst zu sein. Aber es gibt ja noch jemanden, der da überzeugt werden muss und das bist du selber, verblüffenderweise. Und das geht ein bisschen gegen unser Verständnis von, wie wir Dinge betrachten im Materialismus. Wir gehen ja immer davon aus, dass dieses Gehirn dazu geschaffen wäre, eine äußerlich materiell objektive Welt zu sehen. Aber diese verblüffende Tatsache der Selbstüberzeugung von etwas
spricht natürlich total dagegen und ist ein ganz anderes Weltbild. Nichtsdestoweniger funktioniert es aber so. Und ich hatte in diesem anderen Video, wo ich über den Menschen als statistische Größe sprach, davon gesprochen, dass es die Gewohnheit der Gedanken ist, die dich definiert. Es ist also nicht, dass du mal dies oder jenes sagst und dann beißt du dir auf die Zunge und sagst, das hätte ich aber besser sagen können, das war jetzt in dem Moment Quatsch, das war vielleicht falsch oder so, sondern im Grunde, so beurteile ich auch deine Mitmenschen, bist du für sie eher das, was du so im Durchschnitt sagst und was so im Durchschnitt mit dir und aus dir heraus purzelt. Beispielsweise, wenn du ein lustiger Kerl bist, die vielen Witze, die du machst, die vielen Scherze, sowas merken sich die Leute, ja. Aber wenn du mal Quatsch erzählst, das ist also nicht so, das ist nicht so tragisch. Das kommt mal vor, das passiert allen. Also kontinuierlich an einem bestimmten Bild arbeiten und dann die Dinge tun, die dazugehören, dieser jemand zu werden, der du sein möchtest. Da ist noch ein Aspekt an Glauben, den ich an dieser Stelle gleich mal sagen will, und das ist quasi die Unterwerfung. Das hat auch was damit zu tun, dass es ja einen bestimmten Grund gibt, dass die Leute in die Kirche gehen, um den Glauben zu erlangen, den Glauben an Gott. Und es fällt einfach immer leichter, mit anderen etwas zu glauben, in einer Kirche noch dazu, die gebaut ist, um Gottes Haus zu sein und die dann meistens ganz groß ist und lichtdurchströmend und das Licht fällt so schräg durch die Fenster. Ihr wisst, was ich meine. Aber letzten Endes ist es genau so, wenn du von dir selber ein bestimmtes Bild annehmen möchtest und daran glauben möchtest. Du musst, und was ich sagen wollte zur Unterwerfung, also man unterwirft sich sozusagen dieser höheren Macht, Gott, was meiner Ansicht nach völlig zu Recht geschieht, denn dieses Bild, was wir aus dem Materialismus haben, der Mensch als geniehafter Erkenner einer von ihm unabhängigen materiellen Welt, ist meiner Ansicht nach völlig falsch. Denn wie gesagt, durch diesen Spiritualismus sind wir ja Teil eines größeren Bewusstseins und nicht die genialen Erkenner von einem solchen Bewusstsein. Also es ist im Spiritualismus sowieso ein Grundgedanke, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht möglich ist, diese höhere Ebene zu erkennen, denn sie bringt uns ja hervor. Du unterwirfst dich also diesem Gott, diesem lieben Gott oder auch diesem strengen Gott und du bist in der Gemeinde, du machst sozusagen diese Liturgie mit, die dort herrscht, und ganz genauso ist es, wenn du zu Hause den Glauben erlangst, den Glauben, jemand ganz bestimmter zu sein. Das erfordert Disziplin und auch ein Stück Unterwerfung, denn wenn du sagst, du möchtest durch Disziplin und durch ein stetiges stetiges Betreiben bestimmter Gedanken zu etwas werden, dann ist das wie eine Unterwerfung unter eine Disziplin, wie eine Unterwerfung unter ein höheres Ziel. Du möchtest, das ist dir das Wichtigste, dieses Ziel erreichen. Und dieses Ziel zu erreichen, dem musst du dich unterwerfen und musst sagen, okay, was dazu nötig ist, das werde ich tun. Und das erfordert oftmals, dass du kontinuierlich ein bestimmtes Programm verfolgst. Sagen wir mal, du verfolgst kontinuierlich bestimmte berufliche Schritte, die, wenn man so jemand sein möchte, der das macht, was du dir vorstellst, dann tun müsste. Du machst also in der denkbar effektivsten Art und Weise die Dinge, die nötig sind, um so jemand zu werden. Oder, ist immer mein Beispiel, dieser Sport. Ja, Sport, weil wir können ja alles Mögliche sein. Wir können Aufsätze schreiben oder wir können Klempner sein oder wir können Autos verkaufen oder was auch immer. Aber was uns alle eigentlich eint, ist, glaube ich, die Möglichkeit, dass wir jederzeit zum Sport gehen können und dort für unseren Körper etwas erreichen können. Und deshalb glaube ich, das versteht jeder. Wenn du also zum Beispiel
beim Sport was erreichen willst, im Sinne von, du möchtest abnehmen oder du möchtest mehr Muskeln haben oder du möchtest eine bestimmte Sportart erlernen, dann bedeutet das natürlich auch, dass du immer fleißig hingehen musst. Das wirst du nicht schaffen, indem du, sagen wir mal, einmal hingehst und so. Ich hatte das in dem einen Video auch schon mal erwähnt. Es ist auch beispielsweise gerade beim Sport viel nützlicher, wenn du quasi jeden Tag zum Sport gehst und nicht zweimal die Woche dann 3 Stunden und dich da total kaputt machst, sondern die Gewohnheit ist der springende Punkt. Und dein Körper wird auch, der denkt genauso, ne? Der denkt auch, was will jetzt der Vollidiot und hebt hier so schwere Sachen an, wo ich doch gar nicht gewohnt bin, so schwere Sachen anzuheben. Wohingegen, wenn du jeden Tag dahin gehst, dann weiß er ganz genau, das ist also deine Gewohnheit und er wird sich dann fügen. Er wird also bestimmte Muskeln aufbauen, die für das Heben solcher Gewichte zuständig sind. Genau dasselbe passiert, wenn du einer Person glaubst zu sein, ja, mit den sogenannten Wünschen ans Universum. Du ziehst einfach durch dein Handeln und dadurch, dass vielleicht Leute dich so sehen, dass du das bist und dann natürlich auch durch deinen Fokus, den du auf andere Sachen richtest, die Dinge in dein Leben. Und das ist der Sinn. Wenn ich sage, du bist der du glaubst zu sein, sowieso. Das bist du jetzt schon. Und dein Glaube, du siehst also, wie mächtig dein Glaube ist, jetzt schon. Der entscheidende Punkt ist, dass im Materialismus wir uns immer nicht vorstellen können, dass wir selber durch unseren Glauben irgendwas sein können, was andere dann vielleicht sagen würden, das sehen sie so nicht oder so. Übrigens an dieser Stelle ist es auch ganz klar, warum man auch sagt, du bist die Summe, du bist der Durchschnitt deiner 5 besten Freunde oder so. Also um jemand zu sein, der du noch nicht bist, mal angenommen, ne? Der du selber noch nicht glauben kannst, dass du derjenige bist, der du gern sein möchtest, ist es in dieser Welt voller Spiegel oftmals sehr hilfreich, wenn du Freunde hast, die das in dir sehen können, was du gern sein möchtest. Wenn du also Leute hast, die immer nur dir sagen würden, nee, das sehe ich nicht. Das ist etwas, was sich natürlich festhält. Denn wie gesagt, den Glauben zu erlangen, das ist bei weitem nicht trivial. Es hat auch eine bestimmte Logik, beispielsweise wenn man mal angenommen 10 Jahre in einem Betrieb war und die Kollegen kennen einen als so und so und so und so und du wechselst dann und du gehst in einen anderen Betrieb und du machst vielleicht eine ganz andere Stelle oder du bist einfach mit neuen Leuten zusammen. Die sehen dich natürlich mit neuen Augen, die wissen noch nicht so viel von dir. Du könntest also in dem Fall eine ganz geänderte Type sein. Und das ist das Gute an solchen Wechseln, dass man quasi nochmal von vorne anfangen kann und dass man nicht so festgelegt ist auf eine ganz bestimmte Rolle, die man nun für sein ganzes Leben lang spielen muss. Also das Wichtige an diesem Beitrag scheint mir zu sein, dass man sagt, du bist auf jeden Fall sowieso schon der du glaubst zu sein. Das ist einfach die Macht des Geistes und alles ist ja Geist, wie ihr wisst. So werdet ihr das immer von mir hören. Bist du auch der du sein möchtest? Und hier wird es dann ein bisschen kompliziert und du musst über die Mittel des Glaubens Bescheid wissen und über die Macht des Glaubens. Und du darfst es nicht, wie soll man sagen, nicht missverstehen. Als etwas, das unbestimmt ist und wenig Griff hat. Ein Glaube. Ja, ein Glaube als Nichtwissen. Sondern Glaube ist Wissen. Der Glaube, den ich meine, das ist Wissen. Und solch ein Wissen von dir zu erlangen, das ist die gar nicht so leichte Aufgabe, die du dann hoffentlich mit den genannten Mitteln erreichen wirst. Danke fürs Zusehen. Bitte liked und abonniert und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.